Willkommen zurück beim zweiten Teil von unserer Serie YouTube Made Me Buy It. Richtig. Wir haben heute wieder ein paar persönliche Parfum-Empfehlungen dabei von Menschen aus unserer Community, die uns um Hilfe gefragt haben. Eins meiner Lieblingsformate tatsächlich. Parfum-Empfehlungen ist so ein Ding. Ich hätte niemals gedacht, dass das so gut ankommt, aber scheinbar schon. Deswegen freuen wir uns drauf und machen mal Teil 2. Genau. Und vorab, wenn du auch eine persönliche Parfum-Empfehlung brauchst, schreib's runter in die Kommentare. Fürs nächste Video fassen wir auf jeden Fall mit auf. Ich versuche wieder mein Bestes, die Dinge vorzulesen, okay? Bitte sind wieder so witzige Namen dabei wie beim letzten Mal. Unsere erste Empfehlung geht an Pandoras Schminkbox. Ein sehr schönes Video. Danke. Ich hatte vor 2 Jahren einen Lieblingsduft, den es nicht mehr gibt. Das Live Reds Gold von Le Prairie. Von Le Prairie, oder? Das meinst du, eigentlich die Kosmetikfirma, soweit ich weiß. So, das nächste Mal lasse ich dich vorlesen. Ja. Es gibt dazu leider keine Dupes und alle Parfums, die ich mir gekauft habe, weil sie dem nahe kommen sollten, fand ich nicht gut. Dupes, schwierige Geschichte. Danach habe ich mich nie wieder so sehr in einen Duft verliebt. In keiner Parfümerie, in der ich danach gefragt habe, konnte man mir einen ähnlichen Duft empfehlen. Deshalb hoffe ich sehr, ihr könnt mir weiterhelfen. Liebe Grüße, Nicole. Es war gar nicht so einfach. Also wir kennen beide den Duft nicht, so ehrlich müssen wir sein. Und den gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Wir haben mal geschaut, was für Duftnoten drin sind. Und haben dann so ein bisschen gerätselt, wie kommen wir da möglichst nah ran. Natürlich schwierig, wenn man das Original nie gerochen hat. Das stimmt. Ja. Und wir sind keine Fans von Dupes. Wir glauben es gibt keinen Duft zweimal. Insofern haben wir dir Düfte mitgebracht, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, auch so einen orientalischen, blumigen Einschlag haben und teilweise auch Gewürze mit drin haben. Aber ich glaube, man muss so ehrlich sein, du wirst den Duft wahrscheinlich nie wieder 1:1 so finden. So schlimm wie es ist, wenn man einmal einen Lieblingsduft hatte. Ja. Aber vielleicht haben wir ein paar coole Alternativen für dich dabei. Damit du das auch ein bisschen nachvollziehen kannst, wir haben uns vor allem an der Pflaume orientiert und haben uns überlegt, okay gut, wo haben wir Gewürze, wo haben wir vielleicht eine Pflaumenote oder fruchtige Note, die so ein bisschen schwerer, tiefer sind. Jetzt muss ich gerade lachen, der erste Duft, den wir dabei haben, hat nämlich keine Pflaume, ja, aber er hat was Fruchtiges. Ich weiß, deswegen habe ich ja noch den Zusatz gebracht. Sehr gut. Ja, also wir haben uns dann überlegt, okay, wo finden wir vielleicht eine fruchtige, tieffruchtige, dunkle Note drin. Starten wir mal mit dem allerersten, und zwar die erste Empfehlung oder Alternative, die wir dabei haben, könnte vielleicht von Aujar der Red Redemption sein. Ich bin jetzt mal Assistent und sprühe auf. Machst du auch sehr gut. Dankeschön. Und wie ich es gerade schon... Das glaube ich dir. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, eine Pflaume haben wir nicht drin, aber eine Blutorange. Also wir haben auch schon was Fruchtiges nochmal mit drin. Blumig, fruchtig, dunkel, tief. Meiner Meinung nach auch so einen femininen Touch. Ja, genau. Wir dachten, vielleicht möchtest du ein bisschen was Feminines auf jeden Fall mit drin haben. Das ist der schon, obwohl er eben blumig, orientalisch ist und auch ein bisschen süß, oder? Ja, definitiv. Ja. So, ich mache schon mal Nummer 2. Ja, mach das gerne. Der ist im Verlauf wirklich schön orientalisch. Also Aujar allgemein hat ja diese orientalischen Noten in jedem seiner Düfte mit drin, hier auch. Und eben mit einem schönen, fruchtigeren Start am Anfang. Also könnte vielleicht eine Alternative für dich sein und wird im Verlauf ein bisschen holziger, ein bisschen trockener. Ja gut, ich meine, die Marke kommt ja aus dem Orient. So ist es. Ja. Vielleicht schau dir den Duft mal an. Nummer 2 machen wir jetzt einen Schnelldurchlauf, weil wir haben heute viele Duftempfehlungen. Das stimmt, ja. Nummer 2 ist von Maison Micallef, der Delice. Mit und Pflaume. Mit Pflaume, eine ordentliche Portion Gewürze, wieder blumige Noten, Rose, wir haben hier Oud, also wirklich sehr schön schwer. Auch meiner Meinung nach jetzt nicht zwingend irgendwie einen femininen Touch, aber ich kann ihn mir sehr, sehr gut an eine Frau vorstellen. Ja, dunkel, intensiv, sehr würzig, schöne Zimtnote, wie ich finde, die da auch rauskommt. Weil das fand ich bei deinem Duft, den du uns mitgegeben hast, so interessant. Ne? Stimmt, da ist auch ganz viel an Gewürz drin gewesen. Also das ist schon ein sehr interessanter Duft. Schade, dass wir den nie riechen konnten. Hätte mich sehr, sehr interessiert. Da, wie Alex gesagt hat, blumig, süß, würzig, orientalisch, dunkel, verführerisch, kannst du auch gut abends tragen. Jetzt haben wir noch den Muse von Xerjoff. Das war ehrlicherweise der erste, der mir in den Sinn kam, als Lisa mir deinen Kommentar vorgelesen hat. Und ich dachte so, okay, was könnte denn hier passen? Dann haben wir uns die Duftnoten angeguckt und dachte ich, vielleicht der Muse. Who knows? Du wahrscheinlich am ehesten. Ja, deutlich weniger süß als der Delice. Auch hier schöne Pflaumennote, sehr orientalisch. Heller finde ich aber, also auch im Gegensatz zum Delice, der ist ein bisschen heller, aber die Pflaume kommt auf jeden Fall hier schon auch präsent raus und es ist für mich jetzt keine total dunkle Pflaume, sondern eben eine hellere. Ja, auch schön. Ich finde,
Aber nicht ganz so orientalisch. Ja, jetzt müssten wir natürlich wissen, wie beim La Prairie Duft die fruchtigen Noten durchkommen. Ne? Ja, ob die Das nur am wissen wir Anfang natürlich mit dran nicht. sind, weil da ist ja nur in der Kopfnote Pflaume, jetzt haben wir hier in der Herznote Pflaume. Ich finde, der Muse, der bleibt auch ein bisschen fruchtig, auf jeden Fall im Verlauf. Also das bleibt schon mit drin. Pandora Schminkbox. Wir hoffen, wir konnten dir passende Duftempfehlungen vorschlagen. Schnupper dich mal durch, pack doch mal den einen oder anderen zu deinem Kalender hinzu. Und du meintest ja, du warst ja schon in sehr vielen Parfümerien, richtig? Ja. Also bist schon lange auf der Suche nach einem Duft, der irgendwie da rankommt. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Möglichkeit hattest, an einem von den dreien zu schnuppern. Wenn ja, schreib es uns doch mal in die Kommentare. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Wunsch von... das darf ich jetzt mal vorlesen. Okay, kannst du oder soll ich für größer Das machen? ist Jubel Jodel, wenn Ja, ich das love it. richtig... Ja. Okay, ich lese mal kurz den Kommentar vor. Oh, das war toll. Vielen Dank. Ich hätte gerne eine Empfehlung für die Arbeit. Ich habe viel Kontakt mit Menschen. Das heißt, er sollte, also er, der Duft, er sollte gefällig sein und eine sonst? positive Wirkung auf mich haben und mein Umfeld haben. Also Challenge. Wir haben relativ wenig Informationen eigentlich bekommen, beziehungsweise die Spielwiese, die ist für uns jetzt sehr groß. Oh ja, die haben wir auch ausgenutzt. Genau, also was wissen wir für die Arbeit? Kontakt mit vielen Menschen, das war für mich so ein Zeichen für, ja, der darf nicht allzu aufdringlich sein. Dann natürlich gefällig, positive Wirkung. Wenn man so möchte, ein freundlicher, ein positiver Duft. So haben wir es auch rausgesucht. Grundsätzlich können wir dir nur eins empfehlen. Ich habe ein Video zu sauberen, cleanen Düften gemacht. Das verlinke ich dir gleich mal. Grundsätzlich eignen sich solche Düfte auf jeden Fall für den Alltag und für die Arbeit. Schau da gerne mal rein. Aber wir haben dir trotzdem darüber hinaus noch 3 Düfte mitgebracht. Ja. Wir fangen an mit Ulrich Lang Lette. Das war für mich, ich glaube lass mich lügen, ich glaube vor 2 Jahren war das für mich echt eine schöne Überraschung, den Duft entdeckt zu haben. Aber gut, ich meine, ich habe auch ein Faible für Lavendeldüfte. Ist meiner Meinung nach absolut ein Unisex-Duft. Ja. Die Lavendelnote kommt sehr, sehr schön durch. Er ist sehr gefällig, wirklich alltagstauglich. Die Menschen, die ich kenne und die den Duft sehr gerne tragen, die bekommen dafür auch immer Komplimente. Es wird immer sehr positiv wahrgenommen. Eigentlich würde ich jetzt sagen, bei dem Duft ist das ein Nachteil, aber vielleicht in deinem Fall sogar ein Vorteil. Man muss den schon öfters mal nachsprühen, weil von der Haltbarkeit her ist der jetzt, ich würde sagen, im mittleren Segment. Aber vielleicht in deinem spezifischen Fall, wo du dann halt eben sagst, hey, der soll nicht allzu aufdringlich sein, da ist es doch mal super, weil dann kannst du es auch selbst steuern und kannst dann bei Bedarf, wenn du, ich weiß jetzt nicht, vielleicht von Kundentermin zu Kundentermin springst oder... Ja, zwischendurch mal kurz auffrischen. Du hast fast alles schon gesagt. Ich Das ist kann dir nur richtig. mit auf den Weg geben, der wird im Verlauf für mich so ein bisschen cremig. Und das ist genau das, was Alex gesagt hat. Der legt sich schön auf die Haut und ist deswegen nicht zu intensiv und ist jetzt kein klassischer, mega femininer Duft, weil wir wussten ja nicht, stehst du auf sehr blumige Düfte, auf süße Düfte, sondern das ist wirklich ein schöner Unisex-Duft. Das heißt, der ist sehr, sehr gefällig. Perfekt für den Alltag. Nummer 2. Boah, der Alex, der zieht ein Tempo an. Ah ja, Okay, klar, ich komm. komme nicht hinterher. So, hier jetzt. Nummer 2, erstmal Shoutout und liebe Grüße, falls ihr das schaut, an Stefan, Laura und Martin. Ihr wisst, wer gemeint ist. Die Menschen hinter dieser Marke und die Menschen, die die Marke ja, zu dem machen, was sie ist. Philly und Phil, Faith for Fantasy. Für mich auch ein wahnsinnig schöner Duft. Auch ein Duft, den wir, glaube ich, so nicht im Portfolio sonst haben. Also auch nicht mal ähnlich. Nee. Und haben wir auch in sehr wenigen Videos mit dabei gehabt. Tatsächlich habe ich ihn mit draufgenommen, weil das für mich ein Duft ist, den ich total gerne ins Büro trage. Und liebe Grüße an meine liebe Kollegin Janina, der ich den Duft auch mitgebracht hat. Die hat sich nämlich total in diesen Duft verliebt. Und jetzt lass dich nicht, wenn du dir die Duftnoten anschaust, von Karamell oder Praline abschrecken. Man könnte jetzt meinen, das ist so eine süße Wuchtbrumme. Der ist gar nicht meiner Meinung nach so wirklich vordergründig gourmand, überhaupt nicht. Sehr, sehr dezent im Hintergrund. So ein bisschen was karamellig-schokoladiges riecht man raus, aber der ist, wenn ich mir den in einer Farbe vorstellen würde, dann hätte er für mich keine, sondern er wäre so transparent. Der hat ein bisschen Molekül-Vibes, wie ich finde. Ja, ich finde auch, der Name, der sagt schon so ein bisschen. Ne? Das Was ist sagt irgendwie er so. denn? Ja, meiner Meinung nach, dass man so ein bisschen die Fantasie einen freien Lauf geben kann. Der legt sich auch ganz toll auf die Haut, ist überhaupt nicht aufdringlich, aber du nimmst ihn immer mal wieder wahr. Also das ist da bekommst du auf jeden Fall Komplimente, obwohl er nicht so intensiv ist. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen und was sehr Besonderes. Der hat so eine elegante Weiblichkeit an sich, oder? hat er. Kann man das so beschreiben? Ja, hat er. Ja. Ganz toll. Ganz toll. Jetzt geht's nach Frankreich. Davor waren wir, Funny Fact, davor waren wir in Deutschland, Philly und Phil. Und
Ulrich Lang, New York. Ja, New York, der Uli, der ist gerne in New York, aber ansonsten ist er im Ländle. Ich werde jetzt nicht verraten, wo genau. Schöne Baden-Württemberg. Hallo? Ja, wir werden jetzt nicht Ulis Adresse verraten. Nein, also machen wir jetzt Quatsch. mal weiter. L'Atelier Parfum. Welcher war es nochmal? Coeur de Pétale. Coeur de Pétale. Der geht in eine komplett andere Richtung, weil wir wussten ja nicht, in welche Richtung Fruchtig. es gehen soll bei dir. Fruchtig, Litchi, Bergamotte, blumig, zärtlich, Ja, weiblich. das ist ein sehr weiblicher Duft. Sehr hell, versprüht gute Laune, eben Absolut. blumig, süß. Wir haben eine schöne Litchi auch hier mit drin, das heißt, wir haben auch was Fruchtiges mit drin. Das ist schon, also damit versprühst du auf jeden Fall gute Laune, aber er ist trotzdem nicht so intensiv, also du kannst ihn trotzdem perfekt im Alltag tragen. Ist aber halt so ein bisschen lieblicher, süßer, aufgeweckt so ein bisschen. Ich finde, wir haben eigentlich einen schönen Mix hier. Von sinnlich, Lavendel, würzig bis hin zu ja, sehr, sehr schwer greifbar, feminin, mystisch und dann fruchtig, blumig, Girly zärtlich, bisschen. girly, ja. Ja. Sehr, sehr playful. Hoffentlich ist was dabei für dich. Ja. Lass es uns wissen in den Kommentaren. Ansonsten, wie gesagt, bei dem cleanen Video vorbeischauen mit den cleanen Düften. Da bist du auf jeden Fall auch fündig. Okay, ein halber Roman. So, Jessie W841. Punkt 841. Hallo liebes Parfori-Team. Das Video hat mir super gut gefallen, die Idee finde ich toll. Ich hätte einen Empfehlungswunsch an euch, damit ich meinen Parfori-Kalender zielgerichteter bestücken kann. Ich mag gerne würzige, eher süße und dunkle Düfte, wie zum Beispiel Kilian Angels Share, Inuit Nomad Sugar Leather, geiler Duft, Naomi Goodsir Eau du Serai, oder Goldfield und Bang Silky Woods, auch geiler Duft. Dummerweise werden diese Düften von Menschen außerhalb der Nischen-Parfumwelt als ziemlich männlich an mir wahrgenommen. Ich bin deshalb auf der Suche nach einem Duft, der zwar in diese Richtung geht, aber gleichzeitig sehr weiblich ist und damit viel besser zu mir 35 Jahre, Frau, sehr femininer Stil passt und vielleicht für den Alltag etwas leichter ist. Florale oder fruchtige Noten sind willkommen. Ich bin gespannt. Puh, das war auch gar nicht so einfach, Ja. liebe Jessie. Grundsätzlich, ich finde es geil, dass du diese Düfte trägst. Und am liebsten hätte ich gesagt, Trag probier den den noch weiter. das und probier von Parfums de Mali den Altair. Der geht nämlich auch in so eine Richtung, aber da wurde mir auch schon gesagt, ich rieche zu männlich. Also habe ich den Tipp einfach mal fallen Ja, gelassen. da würde ich einfach drüber stehen, um ehrlich zu sein. Aber ich kann es verstehen. Vielleicht haben wir ja ein paar Alternativen für dich dabei, die dir vielleicht auch gefallen könnten. Wir fangen mal an mit der ersten. Das ist von LEP, Les Eaux Primordiales, der Ombre Superfluid. Ich bin froh, dass ich das nicht aussprechen musste. Ja, du kannst schon einfach LEP sagen. Gott, diese Namen machen mich fertig, echt. Wir haben so ein bisschen drauf geachtet, das ist ja für die Düfte, die du uns mit auf den Weg gegeben hast, so ein bisschen kennzeichnet auch, dass viel Absoluter Alkoholisches auch Wohlfühlduft. mit drin ist. Auch hier haben wir Alkohol mit drin. Hast du rausgerochen? Du meinst so im Sinne von Rum und sowas? Ja, Rum, okay. Likör Ja, und so weiter. ja ich bin ein absoluter Fan von dem Duft, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich so ein bisschen auch ein Wohlfühlduft. Ne? Wir haben hier fruchtige Noten, wir haben hier Honig, wir haben hier Gewürze. Apfel am Anfang macht es so ein bisschen frisch und dann kommt aber eine Rose auf jeden Fall mit rein, die den Duft dann ein bisschen dunkler macht. Also ich finde es ganz toll im Und eine Gegensatz. schöne Tiefe. Eine Ja. ganz schöne Tiefe, ja. Toller Gegensatz zwischen Tabak, frischerem Vanille. Start und dunkler Entwicklung, die da die ganze Zeit miteinander zusammenspielen. Und deswegen finde ich, ist es ein super Duft, der auch von Frauen getragen werden kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sagt, dass der männlich an dir riecht. Sehr cooler Duft, wirklich. Ja, aber selbst wenn, steh einfach drüber. Wenn dir ein Duft gefällt, trag ihn einfach. Ich finde, das setzt ja auch immer ein Statement. Man muss ja nicht immer die Düfte tragen, die irgendwie jeder auf der Welt kennt. Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen wagst du dich ja auch explizit ran an Düfte, die vielleicht nicht so viele Nische sind, tragen, ja. nicht so viele kennen. Ja. Ja, und wenn dir da was gefällt, dann go for it. Aber trotzdem haben wir deinem Wunsch natürlich Ja, entsprochen. wir haben es versucht. Ja. Du wirst uns sagen, ob das uns gelungen ist oder nicht. Was ist denn der nächste Duft? Ich glaube, das war der Emilie Melting Lust, oder? Ja. War das der? Ja. Oh, ich rieche jetzt schon die Kirsche. Ah, geil. Ja, schon geil. Geiler Kirschduft. Und der macht das für Frauen super tragbar, aber wir haben auch schon im ersten Riechen hier den Alkohol, der rauskommt. Auch hier haben wir wieder Rum, genauso wie beim Ombre Superfluid. Ja, geil. Geil. Sehr, Setzt ein Statement. ja, schon eher ein bisschen gourmandig in die Richtung, eben mit dieser schönen Kirsche, die aber, und da muss man so ehrlich sein, also im Verlauf könnte die meiner Meinung nach gerne noch präsenter da sein. Also ich finde den Duft gar nicht süß. Ja. Also in meiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen, aber ich würde sagen eher dezent süß. Nö, nur eine in Alkohol getränkte Kirsche. Ja, Ja.
Ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt als super feminin empfunden wird. Ich glaube eher nicht, aber das muss es auch gar nicht. Riech du mal an den Duft und sag uns mal deine Meinung, ob er dir gefällt oder nicht. Aber wobei ich sagen muss, ich finde, das ist schon eine kandierte, in Rum eingelegte Kirsche. Also ein bisschen was Süßes kommt für mich da schon raus. Ja, okay. Ja, aber das ist nur mein Empfinden. Alles gut, ich würde ja, den ja. als Frau auch tragen und ich glaube nicht, dass du... Lisa ist hier dein Kompass. Ja. Maskulin Ich wollte ein bisschen rüberkommst. zurückrudern, nicht das Erwartungshaltungsmanagement betreiben. Letztendlich, du musst es testen Du natürlich. musst es testen, klar. Auf deiner Haut entwickelt er sich natürlich auch anders. Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Definitiv. Und als dritte Alternative haben wir So. von Values den 8 PM dabei. Ja. Auch hier haben wir Alkohol, aber Likör. Das ist, da kommt der Likör gut durch. Oder? Würdest du auch sagen, ist sehr präsent? Ja. Und das Besondere an dem Duft ist, finde ich, dass wir da nicht so das Süße mit drin haben. Also bei dem Melting Lust hatten wir zumindest noch mal die Kirsche mit drin. Hier fehlt so dieser süße Anker. Ja. Aber er ist trotzdem nicht so rauchig oder so schwer, dass er als maskulin durchgehen würde. Ja, vielleicht bin ich hier auch ein bisschen gebiased. An dieser Stelle Grüße an Jenny und Heidi Den von kennst du eigentlich Values. Viele. Nochmal, Grüße an Jenny und Heidi von Values. Das ist eine Marke, die Frauenpower verkörpert wie kaum eine andere. Kommt auch aus Deutschland. Vielleicht bin ich deshalb biased, aber für mich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich an den Duft rieche, für mich hat er irgendwie was sinnlich Weibliches. Das wollen wir ja auch, gell? Das wollen wir ja. Ich finde den toll. Und er ist eben nicht so überzogen mit sehr rauchigen Noten. Deswegen perfekt für mich von Frauen zu tragen. Aber wir haben hier nicht das Fruchtige mit drin, was Das du dir haben wir gewünscht nicht, hast. ja. Und auch nichts Florales. Jetzt bist du dran, Testarossa 7777. Ich glaube, du hast eine rote Haarfarbe, oder? Sehr cool. Du schreibst, sehr, sehr cooles und sympathisches Video, da findet sich bestimmt was. Mir dürft ihr gerne mal einen fruchtig-cremigen Sommerduft empfehlen. Darf gerne auch etwas intensiver oder auch gourmandig sein. Für den Abend zum Beispiel. Ich freue mich auf euer nächstes Video. Sehr lieb von dir. Also auch hier haben wir wieder uns besonders viel Mühe gegeben und versucht für dich einen cremigen Sommerduft zu finden. Wieder mal 3 Düfte, die wir dir gerne vorstellen möchten, falls du sie noch nicht kennst. Und wir fangen an mit Goldfield & Banks Sunset Hour. Auch hier Grüße an Dimitri und das Team von Albrecht & Dill. Leute, So. ich kann nicht. Ja, ich mache nicht so häufig Videos und dann denke ich Shout mir... out to... Ja, nein, aber ich finde, was die Parfümwelt neben den wunderschönen Gerüchen echt so besonders macht, das sind die Menschen, die da arbeiten. Die Menschen, die vielleicht man weniger kennt, aber auch die Menschen, die natürlich sehr stark im Vordergrund sind. Vielleicht folgst du uns auf Instagram. Wir hatten ein richtig cooles Event mit Dimitri. Liebe geht raus. Ja, Das war wirklich echt cool. schön. Da muss ich dir zustimmen. Das ist so ein herzlicher Typ, Wahnsinn. Komm jetzt los. Ja, genau. Komm, Sunset Hour. Sunset Hour von Goldfield & Banks. Cremiger Sommerduft. Ja. So. Ja. Fruchtig soll er ja auch sein, meintest du? Ich glaube, da haben wir eigentlich schon den perfekten Duft für dich gefunden. Himbeere, Birne, Mandarine, Ja. bisschen Kokos, wobei stark im Hintergrund für mich. Ja, ein bisschen Kokos kommt schon raus. Ein bisschen cremig. Also das ist auch das, was du gemeint hast. Wir haben nämlich Kokosnusscreme mit drin. Ja. Der Duft wird im Verlauf auch auf jeden Fall cremig. Ich habe den total oft und gerne am Strand getragen, als ich im Urlaub war. Das heißt, du kannst den wirklich auch an heißen Temperaturen tragen. Das ist der perfekte Sommerduft. Der erfrischt dich richtig, wenn du den aufsprühst. Und trotzdem ist er intensiv und hat eine schöne Haltbarkeit. Also der ist schon richtig lecker. Man könnte schon auch sagen, dass er ein Gourmand ist, aber halt kein dunkler Gourmand. Aber wir haben ganz viel Frucht mit drin. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da gerne reinbeißen würde, auch wenn es kein klassischer Gourmand-Duft ist. Kann ich nur unterschreiben. Yummy! Goldfield & Banks, Wahnsinnsmarke. Ja. Alle Düfte haben so eine ganz eigene Handschrift von Dimitri. Und ist soweit ich weiß, ist das auch die einzige wirklich bekanntere Nischenduftmarke Australiens. Next one. Next sorry, one. du wartest auf mich. Ja, ich warte auf dich. Mach jetzt mal. Von Simone Andrioli. Yes. Sunplosion. Grüße an Simone. Ist ein Mann übrigens. Also nicht, dass ihr denkt, das ist eine Frau. Ja. Ich höre jetzt auch auf, wirklich. Das hast du schon mal gesagt. Auch fruchtig. Das rieche ich schon. Fruchtig, Mango, Guave, wahnsinnige Sommer-Vibes. Oh Ja, Gott, auch ist schon geil. irgendwie im Namen. Sehr geiler Duft. Du hast wirklich. nicht gesagt, dass du keinen Kokos magst. Weil hier ist nämlich auch Kokos drin, aber nicht Kokoscreme, sondern Wasser. Fingers crossed, du magst Kokos. Ja. Ansonsten sind wir jetzt voll ins Fettnäpfchen. Ne? Ja. Dann, also wenn du keinen Kokos magst, dann sag uns nochmal Bescheid. Dann machen wir nochmal ein neues für dich. So, du bekommst dann auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung. Das ist noch mehr, also das ist richtig exotische Frucht, während der Sunset Hour ja auch einheimische Früchte hat, der ist wirklich exotisch, eben mit dieser Mango und die ist so saftig
Und so vollmundig ist ein geiler Duft, der von der Intensität für mich persönlich auch ein bisschen stärker ist noch als der Sunset Hour, vom Volumen her. Also auf jeden Fall initial. Ja. Von der Haltbarkeit her würde ich sagen, sind beide eigentlich sehr, sehr gut und ähnlich. Ist einfach ein sehr lebensfroher Sommerduft. Ja, der versprüht sofort positive Vibes. Also auch im Winter, auch im Frühling, völlig egal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Duft rieche. Fruchtig, süß, cremig, geil. Lecker. So, Und gut. last one ist... Next one. Das ist jetzt ein Neuzugang, oder? Ja, ich habe ihn vor diesem Video auch noch nicht gerochen. Du glaube auch nicht, oder? Ich habe den mal gerochen vor, das ist schon lange her, als es darum ging, ob wir die Marke aufnehmen oder nicht. Kurz gesagt, er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Ich konnte mich wirklich an den Duft nicht mehr erinnern. Ich wusste, dass mir die Marke sehr gefallen hat und damals eben die Düfte, aber explizit an den Duft konnte ich nicht mehr. So. Was ist es denn? Persian Sunset von Avon. Avon kommt ja meines Wissens nach eigentlich aus dem Kosmetikbereich, Frauenkosmetikbereich. Und die machen jetzt wirklich sehr, sehr schöne Düfte. Also sehr, sehr gefällig, einfach zu tragen. Lisa wird nervös, weil sie jetzt auch was sagen will. Deswegen gebe Nee, ich ich habe gerochen. Ja. Ich schnüffel hier immer neben dir. Genau. Jetzt riech endlich. Ja, okay, ich will dran teilhaben. Ja, jetzt will sie auch. Jetzt habe ich sie angefixt. Ein super positiver, fruchtiger Duft, der nach Sommer schreit. Positive Vibes. Ich würde sagen, hier fällt es mir ein bisschen schwieriger, jetzt die einzelnen Früchte rauszuriechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Beim Sunplosion war das ja, also da riecht man sofort sehr prominent die Mango. Und die Besonderheit finde ich auch hier, wir haben hier mehr Blumen mit drin. Also der ist schon ein floralerer Duft als die anderen beiden, die wir gerochen haben. Da war es wirklich fruchtig, cremig. Der ist fruchtig, aber auch floral und eben cremig. Und sehr angenehm von der Sillage her. Also auch nicht zu intensiv. Liebe Testarossa, wir hoffen, wir haben hier was Schönes für dich gefunden. Wie gesagt, hoffentlich liebst du Kokos. Hoffentlich. Ja, wenn nicht, dann gib uns halt Bescheid und dann musst du machen wir uns nochmal auf die Suche für dann dich. musst du den Persian Sunset nehmen, da ist kein Kokos drin. Ja, aber dann sind wir dir auf jeden Fall noch 2 schuldig. So ist es. Genau. Machen wir auch. Die Schulden lösen wir ein. Die lösen wir ein. Kann nicht mehr der Name. Lieber oder liebe Krotenfurz 7520. Also ich muss jetzt erstmal kurz nachfragen. Und gut, was ein Furz ist, das weiß jeder von uns, denke ich mal. Aber was? Willst du das fragen? Willst du es wirklich fragen? Ja, Willst was? du es wissen? Ja, ich will es wissen. Okay. Schreib uns doch bitte in die Kommentare, im besten Fall du, Krotenfurz 7520. Oder wenn nicht du, vielleicht kennt sich jemand anderes auch noch mit Krotenfurzen aus. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen. Manche Dinge muss man einfach auch im Dunkeln lassen. Das stimmt. Zu spät. Nee, jetzt ist zu spät. Schreib das in die Kommentare. Also, dann nutze ich das Angebot doch mal sehr gern. Ich mag den Sonnencreme-Duft absolut. Nochmal jemanden, der Sonnencreme-Düfte mag. Vielleicht ist auch bei den fruchtigen Düften davor was für dich dabei. Ich habe mir den La Rive Solaire gekauft. Mega. Also er darf definitiv cremig, frisch und blumig sein. Persian Sunset. Ihr hattet mir den Gravel Evolution empfohlen. Der geht überhaupt nicht. Deshalb denke ich, mein Duft darf auch definitiv nicht pudrig sein. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Natürlich. Ja, wir haben sogar 3 für dich. Sonniger Duft, Sonnencreme-Vibes. Genau. Wir fangen Schreit mal nach Lust for Sun. Testarossa, du kannst auch noch mal hier vielleicht was abschnappern. Ja, das sind mal richtige Sonnencreme-Vibes. Ja, stimmt. Ja, sorry, Testarossa. Das ist uns eigentlich, also war total ungewollt, aber uns ist dann aufgefallen, dass du auch mal hier so ein bisschen hinhören solltest, was wir Krotenfurz empfehlen. Hör auf zu lachen. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich will es auch nicht wissen. Weil wir nämlich glauben, dass vielleicht der ein oder andere Duft auch dir gefallen könnte. Geht nämlich auch so ein bisschen in diese Sonnencreme, Sommer-Vibes-Richtung. Genau. Go, go, go. Juliette Tessegan, Lust for Sun. Aber du musst auch hier Kokosnuss mögen, wobei es nicht so arg rauskommt. Ist für mich wirklich eine Hommage an Sonnencreme-Düfte, wenn man so möchte. Wahrscheinlich, die Marke darf ich jetzt nicht nennen, das wäre jetzt so eine Schleichwerbung, aber ihr kennt sie alle, blau und so. Das würde vielleicht noch mehr in diese cremeartige Richtung gehen. Ich habe bis jetzt gebraucht. Hab's nicht gecheckt. Ja, aber jetzt okay, weiß und das ich's. kommt Okay. jetzt, genau. Meiner Meinung nach geht er auch schon ganz, ganz stark so in diese Sonnencreme-Richtung. Ja, sehr cremig, blumig. Wir haben hier nämlich auch viele Weißblütler mit drin und das macht es immer ein bisschen
clean, wobei clean im klassischen Sinn ist es nicht, aber halt weiß, sauber, cremig. Ja. Und dann gespickt mit Sonnenstrahlen und Sonnenvibes. Das ist so der Lastversand für mich. Ich glaube, so diese typischen Sonnencreme-Vibes, die kriegt man echt sehr gut mit weißen Blüten hin. Ja, dann in Kombination mit Vanille. Ja, Vanille oder vielleicht auch ein bisschen Orangenblüte. Also es darf ja nicht zu süß sein. Ready, Lisa? So, So. Simone Andreoli. So. Mal wieder. Mal wieder. Aber hat halt einfach schöne Düfte, Ja. die genau zu dem Thema passen. Wir haben jetzt Leisure in Paradise. Hört euch den Namen an. Ist doch einfach schon mal geil. Ne? Ich will in die Karibik. Leisure in Paradise. Aber da kriege ich jetzt auch Lust auf Urlaub. Ja, Was mit kann ich dir? jetzt auch nichts Ja, dagegen. okay. Bei uns, wir drehen gerade und es ist schon komplett dunkel draußen und es ist sehr regnerisch heute. Das ist ja eine willkommene Abwechslung. Das stimmt, ja. Cremig, fruchtig, Kokos, wieder Kokos. Urlaubsvibes. Kennt ihr im Urlaub, also wer ja schon mal auf Mallorca war, so am öffentlichen Strand, diese Marktschreier, nennt man die Marktschreier? Das sind eigentlich so Damen, die laufen mit so einer Schubkarre durch die Gegend und verkaufen frische Früchte. Und da kann ich mich noch richtig gut daran erinnern, die schreien dann immer Koko, 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 Mango, 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 Banana. Ja, da muss jetzt irgendwie gerade dran Da ist denken. zwar keine Banane mit drin, Ja, aber die das ist da passt. nicht drin. Aber Ja. sag mal, der Duft erinnert mich an irgendwas, so ein bisschen Cocktailmäßiges, aber da ist kein Alkohol drin. Mensch, jetzt so Pina Colada Richtung? Ja, oder? irgendwie so Ja, du ein hast ja bisschen auch was. Ananas, Kokos. Ja, aber mit irgendwas Alkoholisches, finde ich, kommt da irgendwie Pina raus. Colada. Aber vielleicht Ja, Pina Colada. bilde ich mir das auch nur ein. Nee, ich finde Pina Colada kommt jetzt. Ja, also offiziell ist nichts Alkoholisches drin, aber Ja. das erinnert mich ein bisschen an einen Cocktail. Last but not least. Okay, warte. Oh ja, einer von meinen Lieblingsdüften. Ja, ich fange schon wieder damit an. Kann man schon erkennen, wenn man den Duft aufsprüht, weil der so Ich glaube, schön das schimmert. erkennt man in der Ja, in der Kamera erkennt leider man's nicht. Aber da ist ganz viel Gold jetzt drauf, denn es geht Ja. um den So, Ilang in gucken. Gold von Maison Mikalev. Und Unverkennbar. Fun Fact, also der hat Unverkennbar wirklich echt. Goldpartikel drin. Und wenn du den dann auch noch im Sommer aufträgst, Wobei, also ich glaube nicht, dass das echtes Gold ist. Aber er hat schimmernde Partikel. achso, so war es nicht gemeint. Genau, Also da ist auf jeden Fall was Goldenes, Schimmerndes drin. Ja, nicht, dass jetzt Also alle wenn irgendwie jetzt- lang in Gold kaufen. Und damit- anlegen. Und anlegen, genau. Nee. Nee, dafür Nein, ist das er nicht wär- geeignet. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das schimmert ganz schön auf deiner Haut, wenn dann die Sonne Ja, drauf scheint. schimmert Ganz wirklich toll. wahnsinnig schön auf der Haut. Femininer, cremiger, fruchtiger, blumiger Sommerduft. Verkörpert für mich so einen sehr weiblichen Sommerduft. Sehr, ja. Geoffrey hat mir mal erzählt, dass ursprünglich Maison Mikalev den Duft gemacht hat, eben genau für diesen Anlass, eben für Damen, die am Strand sind. Und so kamen dann auch diese glitzernden Partikel in den Duft, weil es einfach wahnsinnig schön ist und viel hermacht, wenn man den Duft dann so aufs Dekolleté sprüht und dann sieht das sehr schön aus und betont dann ja auch die Weiblichkeit. Auch hier haben wir Kokosnuss mit drin, aber die nimmt man nicht wahr. Also meiner Meinung nach riecht man hier wirklich keine Kokosnuss, aber der ist cremig, der ist zart, der ist seidig und trotzdem ist er auch vollmundig. Also man riecht richtig diese cremige Textur mit raus. Er hat schöne Blüten mit drin. Wir würden uns natürlich nochmal super darüber freuen, wenn wir Teil 3 machen dürften. Aber das funktioniert nur, wenn ihr fleißig in die Tasten haut und uns in den Kommentaren schreibt, was für Düfte ihr denn gerne empfohlen haben möchtet von uns. Und an diejenigen, die Duftempfehlungen von uns bekommen haben, wir hoffen natürlich, dass da irgendwie was Passendes mit dabei war. Auch da würden wir uns um ein Feedback freuen. Das, was er sagt. Das, was ich sage. In diesem Sinne, ciao, ciao und Ciao. bis bald.